Diese Woche wollen wir unseren großen Umzug machen. 600 Kilometer weit entfernt, Ja. mit allem, was wir haben. Ja. Und das muss, Noch haben. ja, und das muss innerhalb von 2 Tagen erfolgen. Also einen Tag alles einpacken, nächsten Tag alles schnell wieder auspacken, weil wir haben nur 24 Stunden einen LKW. Genau, und außerdem werden wir dann, sobald wir im Tiny House sind, auch schnell gucken, dass wir uns einigermaßen einrichten, weil es ist ja so, dass wir noch nicht alles fertig haben. Das heißt, wir ziehen erstmal mehr oder weniger auf eine Baustelle. Und das wird der Anfang einer längeren Serie und da möchten wir dich gerne mit auf die Reise nehmen. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß beim Anschauen und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere uns bitte gerne. Darüber würden wir uns sehr freuen und außerdem unterstützt du uns dabei natürlich auch, dass wir dann weiterhin Videos machen können. Wir haben es gerade noch rechtzeitig geschafft. Wir haben umgebucht von Transporter für den Umzug zu LKW für den Umzug und auch zu einem annehmbaren Preis, 437,75. Der Transporter, der lange Mercedes Sprinter, hätte 377 gekostet, wobei da waren mehr Kilometer drin. Hier sind nur 150, die restlichen müssen wir drauf zahlen. Ne? Also was weiß ich, wahrscheinlich wird das dann noch sich bei 500 Euro einpegeln für die Kilometer, die wir fahren. Aber lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen LKW, weil dann passt das Ganze hier auch hoffentlich rein. Und dann sind wir ein bisschen entspannter. So, im ganzen Chaos gab es heute Morgen eine Überraschung. Ihr seht es schon, es hat geschneit. Und unser kleines Engelchen ist natürlich der Erste, der das auch direkt nutzt und versucht, einen Schneemann zu bauen. Heute ist der 29.11. Das heißt, wir haben heute den letzten Tag, an dem wir noch, oder die letzte Nacht, die dann kommen wird, ist die letzte Nacht in dieser Wohnung. Und wir haben jetzt alles, wie ihr seht, fertig hier aufgebahrt. Einmal im Wohnzimmer. Und ich nehme es mit euch auch nochmal durch, weil wir hatten jetzt auch gerade die Übergabe der Wohnung. Und wurde alles abgenommen. Wir geben dann noch die Schlüssel mit weg. Die letzte Waschmaschine läuft noch, beziehungsweise der Trocknergang geht gerade noch. Weil ich weiß ja nicht, wann ich das nächste Mal waschen kann. Wobei ich kann vielleicht auf die Waschdienste meiner Mutter zurückgreifen, im Ernstfall. Wie man sieht man nichts, es ist stockdunkel. Es ist jetzt 6 Uhr am 30.11. und die letzten Sachen werden jetzt reingebracht. So, wir sind super durchgekommen, aber mit heute ist außerdem der Winter eingebrochen. Ja, fantastisch durchgekommen. Also normalerweise hätten wir mit dem Auto 7 Stunden, schätze ich mal, gebraucht und heute haben wir mit dem LKW 6,5 Stunden gebraucht. So, die erste Nacht hinter uns und ziemlich gerädert, weil wir sind gestern gar nicht runtergekommen. Wir waren noch voll im Arbeitsmodus. Es hat bestimmt bis 2 oder so gedauert, bis wir dann es irgendwie geschafft haben zu schlafen. Die Nacht war auch ziemlich kalt, aber wir hatten hier so eine Elektroheizung, so einen Lüfter. Wir haben ja noch unsere Thermo.
Heute ist Sonntag und letzte Nacht haben wir recht gut geschlafen, zumindest habe ich gut geschlafen. Jeanette hat zwar auch gut geschlafen, aber hat heute Morgen wohl einen dicken Schädel. Das kam wahrscheinlich kommt von der Arbeit gestern. Da haben wir gestern nochmal einiges gemacht und ja, jetzt genieße ich die Ruhe, die Stille und mache ein bisschen Feuer, um Eier zu kochen. Wir haben gestern Bio-Eier geholt und die werde ich jetzt kochen, damit wir die zum Frühstück haben und über den Tag verteilt zusätzlich. Eier sind immer ganz gut. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich das Feuer anbekomme. Damit ihr mal dann auch seht, wie das echte Leben in der Tiny House Baustelle aussieht. Ich habe gerade von meinem Schatzi da draußen in der Halle ein Essen gekocht bekommen, damit ich nicht ganz vom Fleisch falle. Ich habe heute Rotkohl mit Thunfisch und Glasnudeln in Sojasauce. Kein 3-Gänge-Menü oder kein 3-Sterne-Menü, ja, oder kein Sterne-Menü. Aber sehr nahrhaft und sättigend und hat alles drin, ne? Kohlenhydrate, Eiweiß. So, heute ist Tag 5, seitdem wir aus der Wohnung ausgezogen sind und in unserem Tiny House auf Rädern wohnen. Wir kommen jeden Tag weiter. Aber wir lernen immer wieder aufs Neue, dass Planung nicht immer funktioniert oder in den meisten Fällen. Also man muss sich wirklich iterativ, also immer bis zum nächsten Punkt weiterarbeiten und gucken, wie man was löst. Dadurch verzögern sich viele Dinge natürlich, aber das nehmen wir in Kauf. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir heute oder letzte Nacht das erste Mal richtig durchgeschlafen haben. Also ich zumindest habe wirklich, bin gar nicht aufgewacht in der Nacht und um 8 Uhr bin ich dann plötzlich wach geworden und dachte so, wow, ich bin ja super, also es war toll, hätte ich nicht gedacht. Zeigt mir aber, dass wir alles richtig gemacht haben. Das gleiche auch für Jeanette, hat auch sehr gut geschlafen letzte Nacht. Und dementsprechend sind wir natürlich heute voller Energie und Tatendrang. Heute werde ich mich ans Kinderzimmer machen, da werde ich das Bett unseres Sohnemanns schon mal aufbauen. Ja. Dann fangen wir mal an. Jo, Tag 5 ist fertig. Wir sind ziemlich am Ende aber wir sitzen heute Abend gemütlich im Wohnzimmer und gucken ein bisschen YouTube. Wir essen zu Abend. Das ist super cozy, super gemütlich. Wir haben heute Abend auch erstmal provisorisch das Kinderzimmerbett aufgebaut. Das soll auch noch gar nicht hier an der Stelle stehen bleiben. Das wird woanders hin sein, aber es ist egal. Wir haben sehr viel geschafft und wir haben auch nochmal richtig aufgeräumt, uns Platz geschafft oder Platz geschaffen, besser gesagt. Und jetzt lassen wir den Abend ausklingen. Und heute Nacht ist auch unser Sohnemann den ersten Abend bei uns und übernachtet auch hier. Vorher war er noch bei den Großeltern, hatte ein bisschen Schonfrist, aber er hat schon gesagt, es ist super gemütlich hier. Und er kann natürlich auch spielen. Hier in seinem neuen Zuhause. Bis morgen. Oh, shit, jetzt hat er mir getan. So, wir haben die erste Woche überstanden. Das ist auch unser erstes Video, unser erster Zusammenschnitt gewesen. Wir werden aber besser mit der Zeit.
Und ja, sei gespannt auf die nächste Woche. Da geht es nämlich dann um den Einbau des Kamins, die Verheiratung oder die Verbindung, die Zusammensteckung vom LKW und dem Koffer. Und dann testen wir Bodenheizung, den Kamin, Strom, Wasser und Gas. Und dann sind wir auch bereit, um den Innenausbau weiter voranzutreiben. Wenn du uns noch nicht folgen solltest, dann abonniere unseren Kanal, dann verpasst du auch keine der zukünftigen Videos.